Wickschweißen ist ein absolut geniales Schweißverfahren mit wirklich tollen Möglichkeiten. Und da sagen mir viele immer, das ist alles schön und gut. Ich muss erstmal das perfekte Wickschweißgerät finden. Und da ist immer meine Antwort, es gibt nicht das perfekte Wickschweißgerät, sondern es gibt das für dich perfekte Wickschweißgerät. Und damit du das findest, habe ich dieses Video für dich aufgenommen, in dem ich dir wichtige Impulse gebe, auf was du beim Kauf eines Wickschweißgerätes achten solltest. Und ich habe euch die letzten Jahre so unglaublich viele Wickschweißgeräte auf diesem Kanal vorgestellt. Vor 2, 3 Monaten unter anderem auch dieses Wick AC/DC Schweißgerät von Stahlwerk. Das hat ein Touch-Display, das heißt, man braucht hier immer nur drauf touchen, kann das Ganze einstellen wie ein modernes Smartphone. Und seitdem bekomme ich jeden Tag 2 bis 3 E-Mails von euch, von Leuten, die irgendwelche anderen Fragen zu anderen Stahlwerkgeräten haben. Fragen, soll ich mir das kaufen, soll ich mir dies kaufen? Kann ich leider nicht beantworten, weil ich die Geräte nicht so im Detail kenne. Und das habe ich bei Stahlwerk mal angesprochen, da haben die gesagt, kein Problem. Wir leihen dir einfach mal ein paar Geräte aus. Unter anderem habe ich hier 2 niegelnagelneue Geräte. Das ist ein AC/DC-Gerät, ein DC-Gerät. Werden wir uns natürlich genauer angucken. Aber heute geht es erstmal darum, dass wir die Frage klären, was ist wirklich das richtige Gerät für dich? Und wenn man hier so eine große Auswahl hat, dann kann man sich das natürlich im Detail angucken. Die Geräte sind Leihgaben, das heißt, die werde ich nicht behalten. Die werde ich hier mit euch zusammen testen, ausprobieren und dann werde ich die schön wieder zurückgeben. Und der ganze Onlinehandel ist heutzutage natürlich Segen und Fluch zugleich. Man findet unwahrscheinlich viele Hersteller, die auch unwahrscheinlich viele Geräte im Angebot haben. Und am Ende des Tages ist man völlig verwirrt und weiß überhaupt nicht mehr, was man eigentlich kaufen soll. Und darum will ich euch erstmal ein paar Grundlagen zeigen, auf die man unbedingt achten sollte. Und die absolute Grundlage bei jedem Werkzeug sollte natürlich immer die Verarbeitung sein. Und da fängt es natürlich schon an. Die Hochglanzbilder im Internet, die sehen bei allen Herstellern heutzutage wirklich gut aus. Oder fast bei allen Herstellern. Aber das kann man natürlich immer sehr, sehr schwer bewerten. Wenn man sich jetzt so ein Gerät hier mal anguckt, darum mache ich natürlich auch solche Videos, dann sieht man von wegen Drehregler reagiert vernünftig, Display sieht ordentlich aus, die Front sieht so sauber verarbeitet aus. Ich habe das Gerät eben schon mal aufgeschraubt. Das sieht von innen sauber aus. Ich hatte das Touchgerät mal aufgeschraubt. Also das sieht alles wirklich sauber, ordentlich aus. Da hat man ein langlebiges Werkzeug in einer vernünftigen Qualität. Und das ist natürlich bei jedem Werkzeug erstmal die Grundlage. Und wichtig bei so einem Schweißgerät ist natürlich, dass es auch vernünftig schweißt. Und so ein Wickschweißprozess fängt immer mit dem Zünden an. Und da versagen viele Geräte schon, zünden nicht zuverlässig. Und das macht natürlich überhaupt keinen Spaß. Das ist dann richtig nervig. Darum, wenn ich so ein Gerät auspacke, und das habe ich auch gerade mit diesem kleinen DC-Gerät gemacht, dann nehme ich mir erstmal ein schönes Restblech und dann zünde ich immer wieder auf diesem Blech. Das heißt, wenn das Gerät hier mit 10 Ampere eingestellt ist, soll es vernünftig zünden. Wenn ich das Gerät hinterher auf 200 Ampere einstelle, sollte es auch vernünftig zünden. 10 Ampere ist hier das Minimalste, zündet es vernünftig und mit 200 Ampere zündet es genauso vernünftig. Das heißt, ich kann hier einmal nach dem anderen zünden. Das macht man erstmal 20, 30 Mal und dann weiß man schon mal, wo der Frosch die Locken hat. Und das nächste beim Schweißen ist dann natürlich der Schweißprozess an sich. Und das ist natürlich gerade für jemanden, der keine Erfahrungswerte hat, auch sehr, sehr schwer zu bewerten. Aber da gibt es halt auch gravierende Unterschiede. Die Fachmänner sprechen dann immer davon, so ein Gerät hat einen richtig schönen Lichtbogen. Man kann damit vernünftig den Werkstoff aufschmelzen. Es gibt viele sehr, sehr günstige Geräte, das kann ich aus Erfahrung sagen, von wegen, da ist das deutlich, deutlich schlechter und da macht es natürlich auch keinen Spaß und da ist es natürlich auch deutlich schwerer, vernünftige Schweißergebnisse zu erzielen. Das sind natürlich alles Faktoren, die kann man zu Hause relativ schwer bewerten. Darum mache ich solche Testvideos hier. Ich gucke mir mit euch die Geräte im Detail an. Ich schweiße mit den Geräten, ich zünde mit den Geräten und dann sieht man relativ schnell, wo der Frosch die Locken hat, dass so ein Gerät wirklich vernünftig funktioniert. Und das muss ich natürlich aus meinen Erfahrungen auch immer sagen. Solche Geräte bieten heute unglaubliche Möglichkeiten. Es kann aber trotzdem an jedem Gerät von jedem Hersteller immer mal ein technischer Defekt sein. Oft sitzt der Defekt vor dem Gerät, der da irgendwas nicht versteht, irgendeinen banalen Fehler macht
und dann klappt wirklich nichts. Und da ist es auch wirklich wichtig, dass man irgendwo nachfragen kann oder wenn so ein Gerät doch mal kaputt ist, dass das vernünftig repariert wird. Es gibt viele Anbieter aus China, die dann hier in Deutschland verkaufen. Ich habe mich bemüht, sowas über die Jahre nie vorzustellen oder nur sehr selten vorzustellen, weil das wirklich ein Riesenproblem ist. Und selbst bei den Herstellern, wie zum Beispiel Stahlwerk, bin ich extra hingefahren, habe mir das wirklich angeguckt, dass die da vernünftig Service, Garantie anbieten, dass die auch vernünftig reparieren, weil das ist so wirklich einer der wichtigsten Punkte. Solange man keine Probleme hat, ist das alles gut. Da achtet man darauf nicht, guckt sich die Bedienungsanleitung meistens kaum an. Aber wenn man Probleme hat, wenn es nicht funktioniert, dann wird dieser Punkt doch so extrem wichtig. Und die erste grundlegende Entscheidung sollte bei so einem Schweißgerät immer sein, was will ich damit eigentlich machen? Ich habe hier Edelstahl geschweißt, ich habe Stahl geschweißt, habe hier so einen kleinen Anhänger verpunktet, habe hier Stahl geschweißt. Also das ist alles mit einem einfachen kleinen DC-Schweißgerät möglich. Wenn man aber Aluminium schweißen will, dann braucht man ein AC-DC-Schweißgerät. Und man sieht schon, die Geräte sind von der Größe her deutlich unterschiedlich. Das heißt, ein DC-Gerät braucht deutlich weniger Leistungselektronik als ein vernünftiges AC-DC-Schweißgerät. Das ist ein Punkt. Und der nächste Punkt ist natürlich, ein DC-Gerät ist auch deutlich günstiger. Wir reden hier von 250, 300 Euro. Wir reden hier von 600, 700, 800 Euro. Also das ist natürlich schon ein Unterschied. Auf der anderen Seite ist es so, viele kaufen sich erstmal ein DC-Schweißgerät, weil sie sagen, Alu ist für mich nie ein Faktor. Und dann sehen sie plötzlich, wie schön man auch Aluminium schweißen kann, was Aluminium für ein genialer Werkstattstoff ist. Und dann wird sich wieder das nächste Gerät gekauft. Das ist dann natürlich auch extrem teuer. Alles, was ich hier an Mustern habe, habe ich alles mit, oder die Aluminiummuster habe ich alle mit dem Touchgerät geschweißt. Da will ich euch gleich auch nochmal eine richtig schöne Einstellung zeigen, die wirklich das Aluminiumschweißen extrem beeinflusst und extrem simpel macht. Und man hat früher immer gesagt, die günstigen Geräte können nicht vernünftig Aluminium schweißen. Das ist heute in vielen Bereichen wirklich auch noch so. Es gibt aber heute wirklich auch bezahlbare Technik und die vernünftig Aluminium schweißen kann. Und das sieht man sicherlich an diesen Ergebnissen. Ich repariere ja auch viel Aluminiumguss, habe ich die letzten Monate nur mit dem Gerät gemacht und das funktioniert wirklich extrem gut. Und den nächsten Punkt hätte ich vor 2, 3 Jahren sicherlich so nicht erzählt. Da musste ich aber wirklich auch dazulernen. Wenn man sich diese beiden Geräte anguckt, dann sieht man, das ist nicht nur ein AC-DC und ein DC-Schweißgerät, sondern das ist ein Gerät aus einer Kategorie möglichst simpel gehalten. Das heißt, das soll den Anwender nicht überfordern. Und das ist hier ein Gerät von wegen, das bietet alles, was die moderne Schweißtechnik so hergibt. Von Spotfunktion, Zweitakt, Viertakt, AC-DC, vernünftige Wellen auswählen, eine komplette Schweißrampe mit extrem vielen Einstellungen. Also das ist ein riesengroßer Unterschied. Man muss aber immer sehen, es gibt viele Leute, die wollen sich nicht so mit so einem Schweißgerät beschäftigen. Die wollen einfach loslegen. Und darum gibt es dann halt auch DC-Schweißgeräte oder auch AC-DC-Schweißgeräte, die sind möglichst simpel. Und ich sage es immer wieder, ich zeige das in Videos immer im Detail, was alles möglich ist, wie man die Geräte einstellt. Aber wenn man dazu keine Lust hat, sich damit zu beschäftigen, dann ist so ein Gerät einfach nicht das Richtige für einen. Da tut man sich keinen Gefallen. Bei mir kommen immer wieder Leute an und sagen, oh, mit dem Schweißen, das funktioniert nicht. Und dann guckt man sich hier so eine Schweißrampe an und dann sieht man von wegen, was da eingestellt wurde. Vollkommener Blödsinn. Am Ende kommt nicht viel bei raus. Darum, wenn man es wirklich simpel haben möchte, gibt es zum Beispiel das Gerät hier als DC-Gerät. Das gibt es auch noch in einer zweiten Variante mit allen Spielereien, die der Markt so hergibt. Das ist hier die Simpel-Variante, obwohl ich da auch ein Video die Tage machen werde. Da zeige ich euch, was auch mit so einfacher Technik möglich ist. Und auf der anderen Seite gibt es auch AC-DC-Schweißgeräte. Es gibt sogar noch eins mit 3, 4 Drehreglern. Da kann man wirklich nur die Basic einstellen, aber das schweißt und da braucht man sich nicht lange mit beschäftigen. Und das ist halt auch eine Überlegung. Wenn man einfach nur ein Werkzeug haben will, was funktioniert, dann sollte man zu so einem simplen Gerät greifen und nicht irgendwo die eierlegende Wollmilchsau nehmen, von wegen die wirklich alles an Möglichkeiten bietet. Also auch da sollte man kurz überlegen, wie viel möchte ich mich damit beschäftigen. Und was natürlich auch ein entscheidender Punkt ist, wie will ich mein Schweißgerät bedienen? Da gibt es die verschiedensten Schweißelemente und jetzt habe ich hier nochmal richtig dick aufgefahren. Das sind im Prinzip 4-mal die identischen Geräte mit sehr, sehr ähnlichen Einstellungsmöglichkeiten und bei jedem Gerät habe ich andere Bedienelemente. Das heißt, ich habe den klassischen Drehregler, ich habe hier die LEDs, ich habe hier den Display und da hinten habe ich sogar den Touch-Display. Touch ist natürlich für viele immer so, das hat in der Werkstatt nichts zu suchen. Man muss
immer daran denken, es wächst eine moderne Generation an und da sehe ich von 15, 16, 17-Jährigen heute, die sind es wirklich gewöhnt, dass man auf jedem Display drauf toucht und dementsprechend trägt ein Hersteller da auch Rechnung. Mein Favorit, und wenn mich jemand fragen würde, wären aber auch immer diese LED-Displays, wo man hier alles schön sieht. Hier ist alles schön eingedeutscht. Das ist halt auch immer ein wichtiger Faktor, dass da nicht irgendein Fachchinesisch draufsteht. Oder halt so ein klassischer Bildschirm hier. Und bei diesem Bildschirm finde ich es halt unwahrscheinlich schön, wenn man hier Einstellungen vornimmt, dass sich dieser Display immer automatisch anpasst. Das heißt, wenn ich hier auf AC schalte, von wegen, dann geht er hier einfach in diese AC-Schaltung. Wenn ich jetzt hier diese Spot-Funktion auswähle, dann geht er halt in diesen Spot rüber und gibt mir immer genau die Einstellungen zur Verfügung, die ich hier irgendwo einstellen will. Ich kann hier alles im Detail einstellen in allen möglichen Varianten und habe dann immer eine schöne Übersicht. Also das wären so meine beiden persönlichen Favoriten. Es gibt aber auch immer noch gerade ältere Zeitgenossen, die sagen von wegen, für mich ist so dieser klassische Drehregler das Richtige. Da ist immer oft das Argument von wegen, den kann ich die nächsten 20, 30 Jahre noch irgendwo austauschen, reparieren. Das ist immer witzig, wenn einem das dann 70, 80-Jährige erzählen. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich viele Ältere, die machen sich dann hier immer noch die Markierungen dran und sagen von wegen, ich gucke einmal auf mein Gerät drauf, ich sehe dann hier genau, was hier angestellt ist bei jeder Einstellung und habe dann hier meine Markierungen und weiß immer ganz genau Bescheid, dass mein Gerät vernünftig eingestellt ist. Das muss jeder selber wissen und ich finde es halt auch immer schön, dass solche Möglichkeiten da sind und dass sich jeder individuell dementsprechend sein Schweißgerät anschaffen kann. In dem Zuge, was ich die nächsten Wochen vorhabe, ist auch noch mal ein schönes Aluminium-Tutorial mit so einem Gerät zu machen, weil halt auch hier Funktionen sind, die nicht üblich sind, die man sich wirklich schön einstellen kann, wie zum Beispiel diesen Hot Start. Wenn ich den im AC-Prozess habe und dann, ups, jetzt ist er wieder weggegangen, 80 bis 100 Ampere einstelle, dann habe ich ein richtig schönes Zündverhalten. Wenn ich den zu niedrig einstelle, von wegen, dann habe ich wieder so ein Standard-Zündverhalten beim Aluminium und das ist ja nicht ganz so angenehm oft. Darum 80 bis 100 Ampere. Und was sehr interessant ist, wir haben hier die Funktion Reinigungsstrom und die ist auch sehr missverstanden. Das ist im Prinzip eine Möglichkeit, die Oxidschicht beim Aluminiumschweißen deutlich besser aufzubrechen. Brauche ich aber bei sehr sauberem Material nicht und es wird natürlich immer, wenn ich diesen Reinigungsstrom höher drehe, immer schwieriger mit dem Schweißen. Und da ist so ein bisschen Segen und Fluch zusammen. Darum sage ich Einsteigern, die sehr saubere Materialien immer haben, wählt da erstmal 0 Ampere. Und wenn ihr dann irgendwelche Sachen habt, die eine größere Oxidschicht haben, Oxidschicht ein bisschen entfernen und dann kann man hier in Nuancen diesen Reinigungsstrom hochstellen. Also sind schöne Funktionen, muss man aber richtig zu nutzen wissen und dafür machen wir noch ein schönes Aluminium-Tutorial. Was einem natürlich auch oft auf die Füße fällt, ist das Thema Zubehör. Das fängt bei so Sachen an, ich brauche mal ein neues, längeres Schlauchpaket oder, was viele auch immer gerne haben, so ein Fernregler. Das heißt, hier habe ich einen Fernregler. Bei den AC/DC-Pulsgeräten ist das auf jeden Fall immer dabei. Und die Geräte sind auch kompatibel für Fernregler. Ich kann also einfach hier am Tisch sitzen, das nutze ich wirklich auch sehr gerne. Da hinten habe ich mein AC/DC-Gerät und dann kann ich das hier einfach per Drehregler verstellen. Und dann will ich mal irgendwo mit 30 Ampere schweißen, hinterher wieder mit 140, 150 Ampere. Dann drehe ich hier einfach und dann verstellt sich das Gerät einfach. Und da haben viele Geräte halt zum Beispiel das Problem, sind nicht kompatibel mit Fernreglern. Es gibt gar keine Fernregler, die mit den Geräten funktionieren und. Jeder, der sich mal ein Gerät kauft und dann auf Suche macht nach Zubehör, der wird da merken, dass es bei vielen Herstellern wirklich schwierig ist. Und das ist halt auch, dass die Anschlüsse einem gewissen Standard entsprechen. Da gibt es leider keinen einheitlichen Standard. Das ist aber was, da kriegt man wirklich weltweit überall Zubehör. Genauso für so einen zweipoligen oder dreipoligen Anschluss. Das ist wirklich sehr, sehr weit verbreitet. Und hier zu den Geräten habe ich zum Beispiel auch ein Fußpedal. Das werde ich beim AC/DC-Schweißen dann auch noch mal vorstellen. Das ist halt auch sehr interessant, dass man das halt bezahlbar bekommt und nicht irgendeine extrem teure Lösung sich anschaffen muss, die man dann irgendwo selber noch umstrickt. Hier steckt man
das einfach rein. Man hat einen Fußschalter, man kann das Gerät per Fußschalter bedienen. Das ist halt beim Aluminiumschweißen interessant. Dann habe ich einen Strom eingestellt als maximalen Strom und kann das dann hiermit regeln und kann dann halt draufdrücken, weniger Strom, mehr Strom, kann das hier alles perfekt einstellen. Das ist halt auch ein ganz wichtiger Punkt. Und das ist auch so ein Punkt, den merkt man nicht beim Kaufen, den merkt man dann halt, wenn man irgendwo Zubehör braucht, dass es dann da für die Geräte nichts Passendes gibt. Hier hat man ein großes Sortiment, was man auf der Webseite findet. Auf der anderen Seite relativ standardisiertes Zubehör, was man auch wirklich überall nachkaufen kann. Ich denke mal, das sind mal eine Menge interessante Informationen, wo man sicherlich auch vielen Leuten mit weiterhilft. Die Geräte, die ich hier vorgestellt habe, die werde ich natürlich unter dem Video verlinken. Zu dem Gerät plane ich ein Video nächste Woche. Da werde ich euch mal zeigen, was man mit so einem kleinen, einfach einzustellenden Gerät wirklich alles anstellen kann. Also das ist wirklich Wahnsinn. Ich habe da schon ein bisschen rumgespielt, habe viele Ideen. Es wird noch ein schönes Aluminium-Tutorial geben. Das wird euch wirklich auch begeistern. Und auf der anderen Seite muss man natürlich ganz klar sagen, wenn man hier so massiv Geräte von so einem Hersteller vorstellt, von wegen, ist das natürlich auch eine gewisse Form der Werbung. Ich kriege nichts für so ein Video. Ich verlinke die Geräte immer unter so einem Video. Das mache ich schon seit Jahren so. Und wenn jemand über diese Links unter den Videos kauft, von wegen, dann kriegt mein Projekt eine kleine Unterstützung. Ich denke, das ist immer eine sehr, sehr faire Sache. Ich versuche immer objektiv euch hier wirklich eine Menge an Geräten vorzustellen. Informiert euch, guckt euch die verschiedenen Videos, Tutorials an, stellt mir ruhig Fragen in den Kommentaren oder schreibt mir auch eine E-Mail. Meine E-Mail-Adresse steht unten immer und dann kann man sich da über alles austauschen und dann findet wirklich jeder das für sich perfekte Wick-Schweißgerät, mit dem auch ein bisschen zukunftssicher ist, dass er auch die nächsten Jahre da wirklich glücklich und zufrieden ist. In diesem Sinne, ich wünsche euch viel Spaß beim Schweißen. Bis dann, euer Manni. Und ich sage auch nochmal vielen Dank an Stahlwerk, dass sie mir die Geräte geschickt haben. Ich werde, wie gesagt, das Gerät und das Gerät sofort wieder zurückschicken, dass ich auch wieder Platz habe. Zu dem Gerät kommt ein schönes Video. Zu dem Gerät wird auch das AC/DC-Tutorial kommen mit dem Fußschalter und vielen Einstellungen und vielen Möglichkeiten. Das ist mir wirklich auch wichtig, dass ihr, wenn ihr so ein Gerät euch kauft, dass ich euch das wirklich auch in allen Details zeige, dass ihr da wirklich Ergebnisse mit abliefert. Das ist immer so Ziel von meinem Kanal. Ich will hier nicht 5-mal die Woche irgendeinen neuen Hasen aus dem Hut ziehen, sondern möchte euch informieren, möchte euch wirklich Mehrwert geben. Ein ganz wichtiges Thema ist natürlich auch noch, ich hatte neulich ein CMT heißt das Gerät, glaube ich, 250 verlost und der glückliche Gewinner, der hat mittlerweile auch sein Gerät, der hat 2-3 Tage gebraucht, bis er sich gemeldet hat. Dann hat er sich gemeldet, habe ich ihm das Gerät zugeschickt, der hat mir die ersten Fotos dazu geschickt, ist wirklich sehr, sehr zufrieden. Da hatten viele auch gefragt, hast du das Gerät überhaupt verlost? Ja, habe ich. Ich habe den informiert und der glückliche Gewinner hat sein Gerät. In diesem Sinne, ich wünsche euch viel Spaß beim Schweißen. Bis dann, euer Manni.